Rust ist ein bisschen eigen, was Variablen angeht, und wir wollen in diesem Tutorial uns alles dazu angucken. Wir wollen uns die verschiedenen Typen angucken, was Immutability bedeutet, was Mutability, also Veränderlichkeit, bedeutet, was Konstanten sind. Vielleicht schaffen wir es sogar noch, uns ein bisschen über Strings und Arrays zu unterhalten. Aber lasst uns mit den Basics anfangen. Wir wollen erstmal hier dieses Printline verstehen. Printline gibt mir etwas auf meiner Konsole aus. Und naja, ich kann selbstverständlich hier das modifizieren. Wenn ich hier das Komma wegmache, dann hier auf Play drücke, dann kommt hier ein Hello World ohne Komma. Und ich möchte hier natürlich jetzt mit Variablen arbeiten oder mit Konstanten oder, ihr versteht, was ich meine. Das heißt, wir müssen hier den Inhalt von solchen Variablen am Ende auch ausgeben können. Das machen wir auch mit Printline. So, dazu brauchen wir aber natürlich erstmal eine von diesen Variablen. Und Variablen könnt ihr euch vorstellen wie eine Art Zwischenspeicher, dem ihr einen Namen zuweisen könnt. Und das macht ihr mit let x ist gleich und dann weist ihr einen Wert zu. Zum Beispiel 5. In unserem Fall wurde jetzt hier von der IDE, zur kurzen Erinnerung, wir benutzen C-Line mit dem Rust-Plugin, haben wir im letzten Tutorial geklärt, wurde hier ein x eingefügt mit ist gleich 5 und automatisch, das habe nicht ich geschrieben, dieses i32, das stammt von meiner IDE. Doppelpunkt 32, i32 bedeutet, ich habe eine Variable gebaut mit dem Typ i32. Kommen wir gleich noch kurz dazu, was das bedeutet. Aber für den Moment könnt ihr das hier einfach kurz ignorieren. So, let x gleich 5 bedeutet, wir weisen dieser Variablen namens x einen Wert, nämlich 5, zu für den Moment und der steht da jetzt drin. Ihr könnt euch das, wie gesagt, wirklich vorstellen wie so ein kurzer Zwischenspeicher. Ihr merkt euch das sozusagen. Und das ist wirklich auch nur so lange da, wie das Programm läuft, beziehungsweise sogar noch ein bisschen kürzer, je nachdem, wo ihr eure Variable definiert. Da gucken wir uns dann das nächste Mal wahrscheinlich ein bisschen alles genauer an. So, jetzt wollen wir diesen Wert hier ausgeben. Das machen wir am besten, indem wir hier schreiben, der Wert der Variablen x ist so. Und dann hier einmal geschweifte Klammern und in diese geschweiften Klammern tragen wir jetzt sozusagen das, was in x drin steht, ein. Das machen wir, indem wir hier Komma x machen. Wir müssen nicht wissen, was in x drin steht. Also klar, wir könnten für den Moment auch hier einfach 5 reinschreiben, aber es könnte ja sein, dass zum Beispiel unser Benutzer was eingegeben hat und das wird dann in x zwischengespeichert. Das heißt, wir wissen das gar nicht. Also wollen wir einfach das ausgeben, was in x enthalten ist, was da zwischengespeichert ist. Das gibt nicht x aus, sondern selbstverständlich 5. Und wenn wir jetzt hier oben auf das Play klicken, dann kriegen wir hier der Wert der Variablen x ist 5. Cool. Und diese Variable kann ich jetzt hier natürlich auf 42 setzen. Das ist einfach nur der Wert, der drin steht. Aber was ich in Rust nicht machen kann, ist Folgendes. Ich mache mal hier kurz genau dasselbe nochmal. Nämlich, ich sage hier, x ist gleich 1337. So. Und dann einfach nochmal dasselbe ausgeben. Der Wert der Variablen x ist 1337. Schauen wir uns das mal an. Das gibt mir einen Fehler. Und das ist genau diese Immutability, die in Rust so unfassbar wichtig ist. Deswegen bringe ich die auch schon in unserem eigentlich ersten Tutorial. Denn ja, x ist nicht als mutable definiert. Das ist dadurch standardmäßig, das ist einfach der Standard in Rust, es ist dadurch immutable, bedeutet unveränderlich. Ich kann keinen anderen Wert zuweisen. Und wenn ich jetzt hier let x gleich 1337 mache, dann kriegen wir hier plötzlich wieder den Wert raus. Nun, was ist passiert? Sollte man das tun? Nein, solltet ihr auf keinen Fall tun. Also wie gesagt, erstmal wurde hier 42 ausgegeben für den Fall hier oben und dann 1337 für den Fall hier unten. Was wir aber gemacht haben, ist, wir haben nicht den Wert der Variablen x geändert, das, was in x drin stand, sondern wir haben eine neue Variable erzeugt mit dem Wert 1337 drin, die dummerweise genau denselben Namen hat wie diese Variable hier oben. X hat in dem Fall eben ist einfach der Name für ein Stück Speicher, auf das wir jederzeit zugreifen können. Und genau das haben wir hier gemacht. Wir haben auf dieses Stück Speicher namens x zugegriffen und hier unten eben nochmal, nur dass wir hier den Namen neu vergeben haben. Das ist, als würde ich sagen, ey, das da ist Cedric und das da ist Cedric, aber wir vergessen den ersten Cedric jetzt mal und ich rufe einfach nur Cedric und der zweite antwortet immer. Ja? So wäre das ungefähr. Und naja, durch dieses let haben wir wirklich eine neue Variable erzeugt, die aber trotzdem unveränderlich ist.
Sprich, das solltet ihr nicht machen. Was ihr stattdessen tun wollt, ist normalerweise, ihr wollt den Wert verändern, wenn es wirklich nötig ist, dass der Wert verändert wird. Das heißt, ihr solltet x gleich 1337 schreiben. Das geht aber nicht, weil, wie gesagt, ist ja immutable, also unveränderlich. Und deswegen gibt es hier oben die Möglichkeit, ein kleines Schlüsselwort namens mut einzufügen für mutable. Das heißt, wir sagen jetzt hier, aha, x soll bitte veränderlich, demnach mutable sein. Und jetzt geht das Ganze. Und jetzt sagen wir hier, x ist erstmal 42 und dann verändern wir, was in diesem Stück Speicher, im selben Stück Speicher drin steht, auf 1337. Und anschließend, naja, bekommen wir eben das ausgegeben hier unten als 1337. So, das ist erstmal Mutability und Immutability. Das hier übrigens, wenn wir das wieder mit LEDs machen, also hier einmal LED und hier unten einmal LED, das nennt sich Shadowing. Also das ist Shadowing. Shadowing. Das sollte ich nicht so schreiben. Ja, sorry, ich war gerade noch im Python-Modus. Kommentare in Rust gehen mit Doppelslash und ich habe gerade eben Python geschrieben. In Python macht man das mit einem Hashtag, aber das macht man hier nicht so. So, das ist Shadowing. Nicht so gut. Das hier, Achtung. Nehmen wir eine andere Variable. Das hier wäre y mute. Und hier geben wir y aus. Und hier weisen wir einfach y neu zu. Ihr seht es auch hier übrigens, in der IDE wird dieses y jetzt unterstrichen, weil es mutable ist. Und x ist nicht unterstrichen, weil es immutable ist. Das heißt, der Wert der Variablen y ist jetzt in dem Fall immer noch 1337. So. Das heißt, wir haben jetzt hier oben das einmal mit Sharing gemacht und hier haben wir eine mutable Variable. So. Und was ihr stattdessen tun solltet, wären normalerweise immer mutable. Das heißt nicht Shadowing, aber es geht grundsätzlich auch. Ja, genau. Wann wir was genau verwenden, benutzt, wenn ihr was verändern wollt, eigentlich immer mutable und nicht Shadowing. Weil Shadowing ist auch unpraktischer. So, jetzt wollen wir aber noch kurz drüber reden, wie wir Konstanten definieren. Konstanten hören sich erstmal gleich an. Sie sind konstant, ja, das heißt, man kann sie nicht ändern. Das ist sowas wie Pi zum Beispiel. Oder wenn ihr ein Spiel programmiert, sowas wie maximale Punkte. Sieht dann so aus. Hat nochmal sein eigenes Schlüsselwort und zwar const, zum Beispiel Level. Ja, also wir sind in Level 1. Okay? Und wenn wir dieses Level hier jetzt definieren, dann sehen wir hier, aha, ich muss in diesem Fall jetzt hier einen Typ angeben. So, jetzt was sind Typen? Naja, wir haben hier beides mal gesehen, letX ist gleich 42, fügt mich hier automatisch dieses Doppelpunkt i32 an. Dieses Doppelpunkt i32 bedeutet, es ist vom Typ i32, aber das macht für mich hier Rust bzw. meine IDE automatisch. Also es denkt sich sozusagen, ja okay, ich weiß ja, dass das eigentlich eine i32 sein soll, also weisen wir das zu. Wir können das aber auch immer von Hand machen. Und hier wird es jetzt natürlich wichtig, denn bei Konstanten müssen wir das von Hand machen. Da geht das nicht automatisch. Das heißt, wir müssen wissen, was sind denn eigentlich die Datentypen. Und hier gibt es einmal eigentlich ein paar wichtige, die ihr euch merken solltet, nämlich alles, was mit i anfängt. Es gibt einmal, wenn ihr in der IDE, also in C-Line in dem Fall das einfach macht, also Doppelpunkt und dann den Variablentypen antippt, sowas wie zum Beispiel i, oder einfach Steuerung Leertaste, dann kriegt ihr alle zur Auswahl. Und das sind auch alle, die ich euch zeigen muss. Ich fange jetzt mal mit den i's an. i8, 16, 32, 64, 128 sind Integer, also ganze Zahlen. i8 bedeutet, ich habe 8 Bits zur Verfügung. Das heißt, ich kann nur Zahlen von, ich nehme jetzt hier einfach mal kurz den i8, von 2 hoch 7, also negativ 2 hoch 7, bis positiv 2 hoch 7 minus 1 darstellen, weil ich muss die 0 auch noch darstellen. Das ist so die Grundregel, immer 1 weniger bei den ganzen Zahlen. Was ist 2 hoch 7? Naja, ihr müsst euch eigentlich nicht merken, benutzt es am besten nur für sehr kleine Zahlen unter 100, sagen wir mal, ja. Wenn ihr kleine Zahlen, wenn ihr wisst, alles ist unter 100, was bei einem Level wahrscheinlich der Fall ist, dann könnt ihr ein i8 benutzen. Das ist völlig okay. Wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, nehmt lieber ein bisschen was Größeres. Ich zeige euch mal sonst, was sonst passiert. Also 127 wäre der eigentlich kleinste darstellbare Wert. Ich mache jetzt einfach mal sowas wie 250. Wenn wir das jetzt ausgeben, das Level ist
Level, ja, dann passiert das da. Literal out of range for i8. Und das ist was wirklich unique, also einzigartig für Rust ist. Rust checkt das nochmal, während das kompiliert, ob das auch wirklich ein sinnvoller Wert ist. Das ist super, super praktisch, denn es gibt sehr, sehr häufig eben die Problematik, dass das nicht geht. In dem Fall sehen wir, der Wert passt einfach nicht, ist zu klein dafür. Ja? Wir müssten eigentlich was Größeres nehmen. Während wenn ich jetzt hier 125 nehme, dann funktioniert das und ich kriege hier einfach das Level des 125 raus. Also ich könnte bis 127 hochgehen, 127 sollte noch gehen. Tada, 128 sollte eben gerade nicht mehr gehen. Und dann kriegen wir hier eben ein Out of Range. Wenn das passiert, müsst ihr hier den Datentyp höher stellen. Also i16 zum Beispiel. Dann habt ihr 16-Bit zur Verfügung. Sprich, ihr könnt Zahlen von -2 hoch 15 bis +2 hoch 15 minus 1 machen. Und das ist schon mal deutlich mehr. Der Standard für ganze Zahlen ist i32, das haben wir hier oben gesehen. Das ist so ein guter Kompromiss, da können wir eigentlich sehr, sehr viele Zahlen reinbauen, das reicht für eigentlich alles. Und deswegen wird das hier auch oben standardmäßig genommen. Während bei 42 natürlich auch einfach ein i8 reichen würde, wenn wir es nicht verändern können. Aber grundsätzlich lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Ihr könnt aber selbstverständlich noch hochgehen auf 64 oder gar auf 128 oder gar auf 256, sollte glaube ich auch noch gehen. Nee. Okay, das geht nicht. Ich brauche das aber auch ehrlich gesagt nie. So, i128 heißt, wir haben 128 Bits. Das heißt, wir können nicht Zahlen bis 128 darstellen, sondern bis 2 hoch 127 minus 1. Was eine enorm hohe Zahl ist, ja. Also, ich weiß nicht, wir können das glaube ich sogar so stehen lassen, oder? Nee, schade. Machen wir doch einfach mal hier wirklich eine große Zahl, so. Und das reicht eigentlich für die meisten Fälle. Okay, jetzt haben wir hier aber nur mit ganzen Zahlen gearbeitet. Das hinten dran, also i bedeutet ganze Zahl positiv und negativ. Das hinten dran ist, wie viele Stellen in Bits ihr habt. Vorne dran gibt es noch die U's. U's sind genau gleich, die fangen bei 8 an und gehen über 16, 32, 64 und dann 128. Da können wir einfach genau dasselbe machen, nur dass wir keine negativen Zahlen darstellen können. Die sind dann out of scope, also zum Beispiel bei U128 kann ich nicht mal -1 darstellen. Es geht einfach nicht, weil es halt eine negative Zahl und dementsprechend können wir das nicht machen. Es geht nicht. Während bei I's ist das kein Problem. Wenn ich jetzt allerdings nur positive Zahlen darstellen möchte, was bei einem Level wahrscheinlich sinnvoll ist, dann macht ein U sehr viel mehr Sinn. Das heißt, ich kann hier einfach ein U8 nehmen und dann checkt mein Compiler direkt, ob das auch wirklich eine positive, also eine unsigned Zahl ist. Es gibt hier die unsigned, schon wieder Python, unsigned Integers, deswegen das U, oder die normalen Integers, also Integer ist Englisch für Ganzzahl, also Is, ja, da kann man sich das relativ gut merken. Unsigned und Integer. So, jetzt gibt es selbstverständlich auch noch andere Zahlentypen und das wären die sogenannten Floats. Ich mache hier mal einfach sowas wie Geschwindigkeit, also wie schnell läuft zum Beispiel unser Character durch eine Map. Das kann natürlich eine Floating-Zahl sein und das können wir darstellen, indem wir hier erstmal sagen, machen wir das mal mit let, ganz kurz. Wenn ich ihm hier 1 zuweise, wird es als i32. Wenn ich ihm 1,5 zuweise, nimmt unser Compiler automatisch einen F64. F64 bedeutet sowas wie Float mit 64 Bits. Das ist für einen Float der Standard. Wir können auch weniger benutzen und das sieht dann so aus. Wenn wir F eingeben, sehen wir hier direkt, was wir machen können. Einmal F32, einmal F64. Hier haben wir nicht so viel Auswahl. Aber ja, das können wir machen und 64 sollte eigentlich in den meisten Fällen für euch reichen. Also nehmt einfach immer F64. Das ist halt hier einfach die Grundregel. Wenn ihr mit Nicht-Ganzzahlen arbeiten wollt, also das wären in dem Fall Floating Point Numbers. Floating Point Numbers ist ein bisschen doof zu merken. Ihr könnt euch an Floating Point Numbers merken, weil immer ein Punkt zwischendrin steht. Übrigens, das ist kein Komma, das funktioniert nicht, das ist ein Punkt, das muss so sein und dann funktioniert das gut. So, dann gibt es aber trotzdem noch weitere Datentypen und ich gehe die jetzt mal im Schnelldurchlauf durch. Wir haben einmal die Booleans, ist gleich in dem Fall entweder true oder false, also mehr Werte gibt es nicht, das ist wirklich nur true oder false. Achtung für die Leute, die aus Python kommen, das ist klein geschrieben, nicht groß geschrieben, in Python schreibt man die groß. Warum auch immer.
finde ich irgendwie auch weird in Python. Und sie heißen einfach Booleans. Die Abkürzung für Boolean, seht ihr hier, ist einfach ein Bool. Ja? Das sind Wahrheitswerte. Die braucht ihr für zum Beispiel Ifs oder While-Schleifen oder. Und ja, da braucht ihr nur die Bools. Dann gibt es Buchstaben. Die sehen so aus. Also Karl für Character. Ja? Ich versuche euch hier ein paar Eselsbrücken mitzugeben. Character ist Englisch und heißt Buchstabe. So, fertig. Hier könnt ihr einen einzelnen Buchstaben eingeben, also zum Beispiel sowas wie ein A. Und ja, das funktioniert dann auch. Wenn ihr hier allerdings sagt, ey, wir probieren jetzt mal sowas, dann kriegt ihr hier ein Problem, weil das ist kein einzelner Buchstabe. Dementsprechend wäre das nicht erlaubt. Das ist halt, ne, mehr. Und übrigens, ihr könnt das hier mal probieren. Das wiederum ist ein Katzenherz-Smiley und ist dementsprechend ein einzelner Buchstabe. Ja, Rust unterstützt auch Smileys und meine IDE auch. Gut. Und ja, das sind eigentlich die wichtigsten grundlegenden Datentypen. Jetzt wichtig wird es allerdings, wenn wir über natürlich auch ein bisschen komplexere Datentypen sprechen, die wir wahrscheinlich deutlich häufiger benutzen. Und zwar gibt es sowas, ich mache mal hier komplexe Datentypen wie Strings. Strings sind, ja, eben mehrere Buchstaben hintereinander, also ein Wort, kann man sagen. Und die Dinger baut man sich normalerweise als let s ist gleich String Doppelpunkt Doppelpunkt from. Und hier sehen wir dann, aus was wir das Ganze bauen. Und es gibt ein paar Optionen. Die normale Option wäre einfach, indem ihr hier nichts angebt, sondern einfach nur das eingebt, was ihr halt haben wollt. Und zum Beispiel sagt, wir wollen einen String aus zum Beispiel Hallo Welt. Das ist ein String und ist benutzbar. Achtung, Semikolon nicht vergessen natürlich. Und dementsprechend bekommt jetzt hier auch unser S den Typ String zugewiesen. Das brauchen wir nicht explizit angeben, das macht es automatisch, aber wir können natürlich. So, wenn ich jetzt das Ding hier ausgebe, ich mache das mal eben. Printline Hi, Doppelpunkt und dann sagen wir hier einfach wieder bitte einfügen und zwar unseren S. S steht dann einfach für String. Wenn wir das jetzt hier ausführen, dann sehen wir hier Hallo Welt. Also Hi wegen dem vorne dran und dann Hallo Welt, Ausrufezeichen, weil das eben in dem String drin steht. Ist ein bisschen kompliziert, aber es funktioniert. Und im Endeffekt ist ein String ja bestehend aus mehreren Buchstaben. Dafür gibt es Arrays. Die werden wir in den kommenden Videos wahrscheinlich noch ein paar Mal benutzen. Arrays sind eine Ansammlung von mehreren Werten. Es muss kein Buchstabe sein. Es kann aber natürlich auch ein Buchstabe sein. Dementsprechend können wir hier einfach sagen, let a für Array ist gleich. Und hier können wir dann einfach mit eckigen Klammern arbeiten. Das sind keine runden, wichtig. Das sind auch keine geschweiften Klammern. Das sind jetzt in dem Fall eckige Klammern. Die braucht man hier. Und dann sagen wir hier sowas wie 1, 2, 3, 4, 5. Und ihr seht auch schon hier, was direkt hier passiert. Ja? Wir bekommen den Typ automatisch zugewiesen, nämlich ein Klammer i32 Semikolon 6. Das sieht wahnsinnig kompliziert aus, ist aber an sich recht leicht zu verstehen. Ich schreibe das mal ganz kurz hier auf, i32,6. So, was genau macht das für mich? Quatsch, kein Komma, ein Semikolon meine ich natürlich. i32 Semikolon 6. So, das bedeutet, wir haben ein Array, das mehrere Werte einfach beinhaltet. Das heißt, da kann ich einfach mehr als nur 1 reinschreiben, aber trotzdem habe ich nur einen Namen von der Variablen. Ich kann dann auf mehrere Dinge auf einmal zugreifen. Gucken wir uns, wie gesagt, in den nächsten Videos an. Aber ich kann hier auch den Typen angeben mit i32, sprich da drinnen befinden sich bitte sehr, sehr viele i32s, also kann natürlich auch ein U8 sein oder ein U128 oder ein Bool oder ein Karl, ja, also wenn ich jetzt hier anfangen würde mit diesen Smileys hier, so, dann würde ich damit einen Fehler bekommen, weil ich darf ja in i32 auch kein Smiley von der Katze reinmachen. Und dementsprechend ist das hier nicht mehr verfügbar, also muss ich jetzt hier K reinschreiben, weil so haben wir eben mehrere Buchstaben. Jetzt ist das immer noch nicht in Ordnung, weil diese Zahl hier gibt an, wie viele davon da drin stecken. Das heißt, ich habe Buchstaben und zwar in dem Fall 4 Stück davon, weil 4 Katzen-Smileys. Dementsprechend muss das genau dieser Typ hier sein. 4 Buchstaben und, naja, Buchstaben K, 4 Stück, 4.
und zwischendrin ist ein Semikolon. Wie gesagt, ihr könnt das auch einfach automatisch berechnen lassen, dann passiert das hier. Funktioniert meistens, aber eben nicht immer. Manchmal muss man es explizit angeben, wie zum Beispiel eben bei Konstanten muss ich das auch explizit angeben. Okay, und ja, jetzt kann ich damit auch interagieren. Wie genau das funktioniert, ich zeige euch einmal ganz kurz das an einem Beispiel, wenn ich das ausgeben möchte. Array, Demo, Doppelpunkt. So, und hier möchte ich jetzt einen einzigen dieser Katzen-Smileys einbauen. Ich mache mal hier ein A, ein B und ein C draus, damit wir es auch unterscheiden können. Und das mache ich jetzt, indem ich hier sage, ich möchte das mit einem Index machen. Also, an welcher Stelle möchte ich darauf zugreifen? Das geht relativ gut. Wir können hier einfach sagen, A für den Namen dieser Variablen, A, und dann an der Stelle. So, und jetzt wichtig, wir fangen bei 0 an zu zählen. Das heißt, wenn ich A von 0 mache, ist es das erste. A von 1 wäre das hier, A von 2 wäre das, A von 3 wäre das. Wenn ich das jetzt hier ausgebe, kommt erstmal ein Fehler, fail to remove, weil, warum genau fail to remove? Warum genau fail to remove? Weil es von einem anderen Prozess verwendet wird. Welcher andere Prozess denn bitte? Ich wüsste nicht, welcher Prozess noch auf diese Datei zugreift. Naja gut, okay, machen wir es von Hand. Wenn ihr das bekommt, dann liegt das daran, dass euer Target automatisch gebaut wurde. Könnt ihr machen, indem ihr hier Open in Explorer macht. Dann öffnet sich das Target und dann Debug und dann verzieh dich bitte hier einmal ganz kurz. So, ciao. Und ab in den Müll mit dir. So, und dann wird das neu gebaut und jetzt sehen wir hier, Array-Demo ist eben dieser Katzenherz-Smiley. So, das funktioniert mit 0, mit 1, mit 2 und mit 3. Also ich kann euch das nochmal kurz zeigen. Mit A von 3 bekomme ich hier, wie gesagt, das C zurück. Wenn ich jetzt hier allerdings 4 reinmache, dann bin ich ja drüber. Dann ist das nicht mehr möglich. Und das ist ein sehr, sehr häufiger Fehler, der ja, bei anderen Programmiersprachen dazu führt, dass es während der Laufzeit, also während ich den Code ausführe, einfach abbricht. Rust überprüft das. Zumindest versucht es das immer. Klar, es geht nicht immer. Wenn ich zum Beispiel einen Benutzer diese Eingabe tätigen lasse, dann ist das schwierig. Aber grundsätzlich prüft Rust, ob das überhaupt möglich ist. Und in dem Fall sagt es gleich, ey, du, also ich habe 4 Elemente. Du fängst bei 0 an zu zählen. 0, 1, 2, 3. Bist du zu blöd zum Zählen? 4 gibt's nicht. So, und deswegen gibt's hier ein Panic at Runtime. Zumindest warnt er mich davor und deswegen wird es hier einfach direkt blockiert. Und deswegen muss ich jetzt hier wieder was ändern, damit ich das überhaupt kompilieren kann und dann funktioniert das auch wieder. Gut, also das war eine Intro in, ja, alle möglichen Formen von Variablen, von Konstanten und Mutability. Übrigens, der Unterschied zwischen nicht veränderlichen Variablen und Konstanten ist, dass diese Konstanten in meinem gesamten Programm gültig sind. Das kommt später noch, während die hier sind nur so gültig wie normale Variablen. Der Unterschied ist sehr, sehr gering, aber später wird der irgendwann noch wichtig werden. Vielleicht für euch, aber aktuell seht ihr den noch nicht mal. Gut, das ist also genau das, was wir hier jetzt haben wollten. Und ja, ich denke, damit haben wir einen ganz guten Überblick. Wundert euch bitte nicht, wenn wir mit Arrays oder mit Strings noch nicht so viel gemacht haben. Die Dinger sind ein bisschen komplexer und ihr wachst da rein, vertraut mir. Wenn ihr das Video nicht ganz verstanden habt, ist es völlig in Ordnung, wenn ihr neu anfangt zu programmieren. Ihr braucht nicht alles direkt verstehen. Versucht es anzuwenden, versucht ein bisschen damit rumzuspielen, dann kommt das. Okay, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.